herzlich willkommen zu einem neuen Video von LCE Performance. Es ist schon ein bisschen spät, ich bin nicht mehr im Kopf so bei der Sache. Wir haben 6:30 oder so, Barbara, glaube ich, oder? Eigentlich hätte ich voll Lust, mit unserem Sportquattro zu fahren, aber das werden wir auf Montag verschieben müssen. Ist einfach zu spät jetzt. Aber wir haben trotzdem gesagt, Ende der Woche, wir nehmen euch noch mal kurz mit in die Werkstatt, was diese Woche so abging bei uns und noch abgeht. Hier stehen wir jetzt gerade vor einem schönen Urquattro, ganz tolle Geschichte. Der Kunde hat das Fahrzeug damals als Neuwagen gekauft, 1984, und hat das Auto jetzt zu uns aus Kuwait verbringen lassen, damit wir Hand anlegen an seinem Fahrzeug. Das finde ich natürlich super toll, finden wir super toll. Hier haben wir jetzt unser Setup drin. Die meisten kennen es ja schon mittlerweile. Unsere Ansaugbrücke, unseren Ventildeckel, unsere Riemenabdeckung. Das ist eigentlich so unser komplettes Setup. Und jetzt gehen wir nächste Woche dran und werden für die Klimaanlage verkabeln, weil der noch eine Klimaanlage von uns bekommt. Alle Urquattro-Fahrer wissen natürlich, 20V mit Leistung ist oftmals ein Problem. Ladeluftkühler. Wir haben jetzt hier eben den etwas weiter rausragenden Kühlergrill, den können wir nachher auch nochmal einblenden, im zusammengebauten Zustand. Wir haben hier eine Sportquattro Haube bauen lassen von unserem Karosseriebauer für dieses Auto. Werdet ihr dann nachher auch am Ende des Tages nochmal in voller Pracht sehen, wenn das Ganze dann lackiert ist. Die ist auch aus Carbon, die haben wir irgendwo hinten noch liegen. Vielleicht packen wir die auch nochmal drauf kurz, dass man sieht, wie das aussieht. Und freut uns natürlich riesig, dass wir international Kundschaft bei uns im Haus haben für Sportquattro und 20V-Themen. Und ja, der Kunde verfolgt uns schon einige Zeit und hat gesagt, er möchte sein Auto nur bei uns umgebaut haben lassen. Und ja, finde ich super. Im Interieur können wir noch mal kurz reinschauen. Er möchte auch unser Sportquattro Armaturenbrett haben. Interieur bleibt dann weitestgehend aber tatsächlich im Originalzustand. Der Zustand vom Fahrzeug im Allgemeinen, Karosserie, Unterboden, Interieur ist wirklich sehr, sehr gut, muss man sagen. Und ja, ich würde wahrscheinlich auch nicht viel mehr machen an dem Auto. Ne? Er hat dann die Leistung von roundabout ja, 450 bis 500 PS, je nachdem, auf was wir abstimmen. In Kuwait ist das Thema Sprit und Oktan auch nicht so optimal wie bei uns in Deutschland. Aber ich denke, wenn man den mit 95 oder 98 Oktan abstimmt, dann werden wir hier schon irgendwo im Bereich 450 bis 500 PS liegen. Und das war auch das Ziel vom Kunde, genau. Klimaanlage einmal erneuern, dass wir auf dem neuesten Stand sind und die dann natürlich auch wieder ihre Arbeit verrichtet. Die hat jetzt nicht mehr funktioniert, deswegen kommt da eine neue rein. Und ja, dass man auch wieder ein bisschen was fürs Auge hat, hat der Kunde gesagt, möchte er das Sportquattro Armaturenbrett haben mit eben einer Belederung, die zum Innenraum passt. Zu dem Auto, der wird nächste Woche hier noch, denke ich mal, den einen oder anderen Tag stehen, bis wir den dann soweit haben. Und die Haube geht dann auch zum Lackierer. Können wir? Ja. Das ist doch super. Guck mal, jetzt fängt sie schon an, mit mir zu reden. Geil. Gut, Barbara, unser nächstes Auto, passend zu deinem Oberteil, in weiß heute. Genau. Der Kunde hat, haben wir schon mal angesprochen gehabt, eine sehr, sehr schöne Konfiguration, wie ich finde. Hier ging es jetzt auch diese Woche weiter. Wir haben die Front verbaut. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2233, I'm on 10 again. Pump up the action, bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping, keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell him, most Cialis flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous, what's an ass, since she isn't. Wir haben einiges im Motorraum schon wieder verkabelt, sodass wir jetzt eigentlich nächste Woche nur noch im Innenraum weitermachen müssen. Das heißt, da ist dann noch großes Thema Tacho, wo wir auch gerade wieder einige Neuerungen haben, die dann, denke ich mal, bis in 3-4 Wochen, sage ich jetzt mal, vorzeigbar sind. Das werden wir euch nicht vorenthalten. Im Bereich Tacho wird sich einiges tun, weil die Zuverlässigkeit der Tachos leider nicht mehr so gegeben ist. Aber gut, ein Tacho nach 40 Jahren, der darf auch mal seinen Geist aufgeben. Und deswegen war das eben auch unsere To-Do-Liste ganz oben drauf. Und ja, da werden wir uns nächste Woche dem ganzen Thema Tacho noch mal widmen. Und sobald es spruchreif ist, werde ich euch dazu noch mal ein paar Sachen zeigen, weil das ist eine richtig feine Sache, weil das Tacho-Thema wird viele Quattro-Fahrer im Allgemeinen betreffen, ob es jetzt eben 80er, 85er, was auch immer ist. Das Thema Tacho ist bei allen, denke ich mal, ein Thema und für uns natürlich genauso. Deswegen, das
ist sehr, sehr interessant und da haben wir eine tolle Lösung dafür. Können wir noch ein paar Aufnahmen machen. Ich finde das Auto von hinten mega geil. Weißes Auto, schwarze Rückleuchten, schwarze Akzente, finde ich einfach mega und ja, das trifft genau meinen Geschmack. Ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn er weiß ist, dann auf jeden Fall immer schwarze Rückleuchten. Oder, Barbara? Willst du das? Yeah, 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 yeah. Ay, coming in, yeah. Flex, I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. Station Tank ist eingebaut, Quattro, Heckscheibe haben wir hier nicht. Da müssen wir auch noch mal drauf. Genau, wir haben es, glaube ich, schon mal erwähnt gehabt in einem Video. Wenn nicht, dann tun wir es jetzt, weil der Kunde ist einer der ersten, der eine LCE-Heckscheibe hat. Wir haben natürlich das Thema Quattro-Heckscheibe, dass es nicht mehr in Hülle und Fülle verfügbar ist, haben zwar hin und wieder mal noch die Möglichkeit, eine zu bekommen, aber die sind alle gebraucht, haben eben Kratzer und Verschleißerscheinungen. Oftmals geht die Heckscheibenheizung nicht und so weiter und so fort. Und hier haben wir jetzt eben unsere erste neue, die zwar auch nicht sauber ist, aber das ist nicht schlimm. Aber LCE finde ich mega cool. Ja, von weiß geht es jetzt auf Rot zurück. Wie ihr sehen könnt, das Auto ist eigentlich nahezu fertiggestellt. Wir sind jetzt tatsächlich in der finalen Phase, kurz vor der Auslieferung, haben das Fahrzeug auf dem Prüfstand gehabt, hat jetzt seinen Einfahrzyklus bekommen. Ne? Also wir sind noch gerade dabei, er hat aber eine Einfahrsoftware gekriegt, so muss man sagen, und werden jetzt den Einfahrzyklus vornehmen. Die Einfahrphase heute, die ersten Kilometer, hat kein geringerer wie Jean-Pierre Kremer vorgenommen, was uns riesig freut, dass er heute bei uns war. In eigener Sache zu seinem Fahrzeug haben wir gesagt, er darf heute mal die ersten Kilometer auf dieses Fahrzeug drauf fahren. Das Ganze ist natürlich vom Ladedruck reglementiert, dass man da auch nicht drüber schießen kann. So wird das Fahrzeug erstmal 500 Kilometer eingefahren. Nach der Einfahrphase von 500 Kilometer werden die Flüssigkeiten abgelassen, werden eben nochmal angeschaut und analysiert, ob wir irgendwelche Rückstände, Späne oder sonst irgendwelche Partikel drin haben, und wird dann wieder befüllt und werden nochmal ca. 300 Kilometer gefahren, wo wir dann aber eben die Ladedruckregelung rausnehmen und dann in die finale Abstimmung gehen, sodass das Auto dann nachher mit 500 bis 550 PS ausgeliefert werden kann mit dem Setup und ja, dann hoffentlich Anfang Mai an den Kunden übergeben werden kann. Was wir auf jeden Fall noch mit reinnehmen müssen, ist Kombination Gold und Rot. Wird natürlich am meisten genommen. Also ich glaube, ich habe bei jedem roten Auto auch die BBS mit goldenem Stern drin, und das ist für mich jedes Mal wieder so, wo ich sage, kann ich mich gar nicht satt dran sehen. Es ist echt eine mega schöne Felge und ich finde die Farbkombination auch sehr, sehr gut und gelungen. Wenn mir das jemand so sagen würde, Rot und Gold, dann wüsste ich nicht so recht, aber ich glaube, auf dem Auto kann man zeigen, einfach mega Kombination. Und dann dazu natürlich wieder die dunklen Rückleuchten, die für mich da drauf gehören, ist das einfach eine Augenweide. Wenn wir gerade hier die beiden Autos nebeneinander haben, das sind beides gute Freunde. Der eine bestellt in Rot, der andere in Weiß. Finde ich eine tolle Sache. Und ja, der wird ein bisschen früher fertig, da werden wir noch 2, 3 Wochen länger für brauchen. Barbara, wir haben eigentlich die schöne Situation, dass wir am Montag, hoffentlich bei Sonnenschein, dann mit dem Auto mal ein paar Kilometer fahren und ihr dann auch so ein bisschen Feeling bekommt, wie das Auto auf der Straße liegt, wie es sich verhält und natürlich Geräuschkulisse. Ja, Onboard und natürlich auf Drive-by werden wir euch da mit ordentlich Sound versorgen, hätte ich gesagt, oder? Okay, sie nickt, ja. Wir haben hier einen CAE-Shifter drin mit einer offenen Kulisse. Die Barbara macht gleich noch mal ein paar schöne Aufnahmen von innen, dass ihr das mal seht.
finde ich einfach ein tolles Auto, hört sich schon sehr, sehr gut an und ich bin gespannt, wie das Auto fährt. Also der Jean-Pierre war begeistert, trotz dem nur 1 Bar, den wir jetzt freigegeben haben für die Einfahrphase an Ladedruck, macht das trotzdem schon richtig Laune, das Auto, auf jeden Fall. Elegant, oder? Und wie fühlt es sich an? Schon sehr gut. Ja, ich kann mir richtig vorstellen, wie das Auto fährt. Nee. Du weißt nicht, wie es anfühlt, aber ich kann dir sagen, sowas bist du noch nicht gefahren und du wirst ein Grinsen im Gesicht haben. Das ist für jemanden, der das erste Mal in so einem Auto drin sitzt, ist es relativ unspektakulär. Ja, man hat natürlich so ein bisschen durch den Käfig das Motorsport-Feeling, aber wenn man den Motor laufen hört und die ersten Meter fährt, ist das absolut Gänsehaut-Feeling. Für mich jedes Mal aufs Neue und ich glaube, für jemanden, der das allererste Mal in diesem Auto sitzt als Beifahrer, ist das auch was Besonderes. Ich bin mal gespannt, wie du reagierst. Ja, dem roten Käfig drinnen macht das Ganze natürlich auch noch ein bisschen peppiger. Dann ist der Innenraum nicht nur schwarz, weil er ist sehr schwarzlastig, aber durch den Käfig in Rot lockert das Ganze wieder auf und ein bisschen Kontraststitching in Rot. Da können wir noch mal ein paar Einblender bringen. Für mich auch ganz schön die Kombination Käfig mit Sportster CS ist, glaube ich, mein Sitz, den ich auch nehmen würde, weil er einfach alltagstauglich ist, aber auch sehr, sehr sportlich ist. Also das wär auch mein Sitz, muss ich ehrlich sagen. Ja, genau. Ja, ansonsten werden wir noch mal ein finales Video zu dem Auto drehen, wenn wir am Montag im Auto sitzen. Wird das noch nicht final sein? Nee, machen wir nicht. Es wird auf jeden Fall ein Abschlussvideo geben mit dem Kunden zusammen, weil wir wollen natürlich auch so ein bisschen zeigen, was fühlen die Kunden, wenn die ihr Auto abholen und die ersten Meter damit fahren. Und da wird die Barbara den Kunden auf den ersten Meter mal begleiten, dass wir das für euch so ein bisschen einfangen, die Emotionen. Das ist uns ganz, ganz wichtig und ich freue mich schon, wenn ich mal mitfahren darf. Genau. Gut, dann gehen wir zum nächsten Auto. Auch jetzt ist noch nicht Schluss. Es sind ja erst 3 Autos, Barbara. Gell? Da kommt ja noch einiges. Also, weiter geht's. Nach Rot machen wir mit Rot weiter und einmal in Blanco und in unseren Competizione Rot. Da hatten wir ja schon mal kurz was dazu gebracht. Warum haben wir das Ganze so schön hier heute aufgetischt quasi? Wie gesagt, der Jean-Pierre war ja da und wir wollten ihm einfach mal so ein bisschen die einzelnen Phasen des Aufbaus zeigen, nach besten, sage ich jetzt mal, Möglichkeiten, die wir hatten mit der Fahrzeuge, die gerade da sind. Vorne haben wir unser Spenderfahrzeug, Audi Quattro Typ 85, eigentlich fast zu schade zum Auseinanderschneiden. Eins unserer letzten Fahrzeuge, was wir gekauft haben, wird am Ende des Tages wahrscheinlich auch gekürzt, aber vielleicht auch für ein Kundenprojekt als ungekürzter wieder auf die Straße kommen. Das müssen wir mal noch schauen. Der ist noch nicht kundenbelegt, aber das ist eigentlich so der Step, wo man sagt, damit beginnt ja alles. Haben wir eben hier auch noch mal nebenhin gestellt, dass der Jean-Pierre gesehen hat, was sich eigentlich in diesem Bereich hier tut, vom Heck, von der Seite, dass natürlich diese Scheibe nachher 32 cm kürzer ist und ja, hier seht ihr seine Karosse. Das ist die Karosse vom Jean-Pierre. Die Fertigstellung des Autos wird auf jeden Fall bis zum September, Oktober spätestens sein. Wir werden jetzt nach heute langen Gesprächen dann irgendwann auch mal das Lackthema besiegeln, dass wir wissen, was kommt denn da drauf. Das tut ja die Fangemeinde von JP Performance dann, denke ich mal, entscheiden, weil er konnte sich noch nicht wirklich dazu durchringen. Da ist er heute aber nochmal ins Grübeln gekommen nach den ganzen Eindrücken, die er hier gesammelt hat und ich kann ihn zu gut verstehen. Es ist nicht einfach, wenn es um die Frage Farbe geht. Rohkarosse haben wir euch schon ein paar Mal gezeigt. Wir haben ein paar Neuerungen. Das ist bisher unsere verbaute Stoßstange und hier unten liegt unsere neue Stoßstange und jetzt muss ich mich hier vorwühlen, dass wir die einmal mit reinnehmen. Sieht man, haben wir schon mal einen Ausschnitt dazu gebracht. Das ist wieder eine andere Stoßstange, nicht wie aus dem letzten Video. Wir hatten sie gewogen, 1,4 Kilo hat die letzte gewogen. Wir mussten hier noch mal ein bisschen nacharbeiten, weil wir gesagt haben, wir wollen in diesem Bereich eine höhere Steifigkeit noch mal haben. Das haben wir jetzt mit eingearbeitet, wie man hier schön sehen kann. Und ja, ist jetzt 200 Gramm schwerer geworden. Tut uns sehr, sehr leid, aber im Sinne der Steifigkeit
ist es dann doch uns wichtiger gewesen. Jetzt hat sie 1,6 Kilo und jetzt ist sie soweit auch fertig, dass wir sie lackieren können. Und ja, die Sichtcarbon-Stoßstange, die kommt dann eben noch, wenn wir unser Projekt angehen. Aber so ist sie jetzt eigentlich direkt ready, dass wir sie dann, wenn sie lackiert ist, auch verbauen können. Ja, nachdem es ja kein Geheimnis mehr ist, was der Jean-Pierre vorhatte, mit seinem sich das jetzt aber nochmal offen gelassen hat, sind wir natürlich selber gespannt, wie er sich entscheiden wird. Bis dahin werden wir einfach die Karosse jetzt mal vorbereiten für den Lackierer. Und ich denke, dass wir dann, wenn seine Community entschieden hat, relativ kurzfristig erfahren werden, was er für eine Farbe nimmt. Und dann geht das Ganze in die Lackierung, danach eben in den Sattlerbereich rein. Und da wird es dann wieder ganz interessant. Aber da bin ich mucksmäuschenstill. Gut, also Barbara, machen wir weiter. Wir haben jetzt hier noch unseren nächsten Kunden, der für England sein Competizione Rot bestellt hat. Der wird nächste Woche in die Werkstatt reinwandern, weil der Rote rausgeht. Der ist ja fertig, da machen wir unsere Probefahrt am Montag und dann wird der nächste Woche noch final abgestimmt. Genau. Und dann kommt der rein und geht in die Fertigung. Da bin ich sehr, sehr gespannt, wie das Auto am Ende des Tages aussieht, weil jetzt gefällt mir die Farbe schon richtig gut und wir haben noch nicht mal die Anbauteile dran. Kann es mir aber sehr, sehr gut vorstellen. Ja, für viele vielleicht unter den hartgesottenen Originalfans ein Stilbruch, aber ich finde es wirklich mega und ich glaube, da müssen wir einfach auch mal dann wirklich in der Sonne, im Schatten machen, weil der Lack, der hat so viel zu bieten, das ist wirklich brutal, gefällt mir super gut. Ja, wenn wir jetzt schon alle Autos einmal durchnehmen, die bei uns gerade hier in den Hallen stehen bei LCE, darf unser Baby natürlich nicht fehlen, unser LCE Sport Quattro in Porsche Oak Green. Eine Augenweide. Ich freue mich jeden Tag, wenn ich an dem Auto vorbeilaufe. Es ist einfach mein Traum, meine erste Wahl auf jeden Fall, was Farbe angeht und auch Interieur. Das wäre genau meiner. Habe ich schon viel zu oft gesagt, aber ich muss es trotzdem jedes Mal wieder aufs Neue sagen. Es ist einfach ein traubendes Auto. Ja, den haben wir heute auch noch im Jean-Pierre nochmal gezeigt. War ja auch auf der Messe in Essen schon da. Da hat er uns das erste Mal gesehen. Aber uns war das ja auch wichtig, ihn da nochmal so ein bisschen abzuholen, was die Farbe angeht. Ihm gefällt die Farbe sehr, sehr gut. Aber er sucht natürlich auch nach etwas anderem und etwas Besonderem. Ja, viel mehr brauche ich zu unserem Auto gar nicht sagen. Da gibt es dann bald wieder mal so richtig Rambazamba, hätte ich gesagt. Da machen wir mal Fahraufnahmen, weil die gab es bis dato noch nicht. Wir hatten das Auto ja zur Essen Motorshow fertiggestellt für den optischen Bereich. Davor hatten wir unsere Karosserie-Steifigkeitsprüfung auf der Nordschleife und leider war da nicht mehr wirklich viel Zeit dazwischen, dass wir hätten irgendwelche schönen Videos drehen können. Aber jetzt mit dem schönen Wetter, da werden wir das auf jeden Fall mal in Angriff nehmen, hätte ich gesagt. Ja, da wird es dann ab übernächste Woche dann erstmal wieder schöne Videos geben und ja, seid gespannt. Das wird geil. So, zum Abschluss. Unser Pikes Peak ist wieder da. Ich hatte es ja angesprochen, dass er aus Amerika zurückkommt. Jetzt ist er wieder hier, sauber, er strahlt wieder in voller Pracht. Und ja, wir sind gerade am Schauen, dass wir den wieder fit machen. Wie gesagt, der stand jetzt eine Zeit lang, auch in Amerika wurde nicht bewegt. Wir machen frisches Öl rein und wird einfach komplett wieder aufbereitet. Jetzt ist er nur sauber gemacht und dann wird er auch für ja, einfach ein bisschen Content da sein, dass wir da schöne Videos mitdrehen mit dem Fahrzeug und ja, hat natürlich mit Straßenzulassung nichts zu tun, brauche ich euch nicht zu erzählen, aber ich glaube, auf der einen oder anderen Rennstrecke werdet ihr das Auto auch mal sehen. Abschließend kann ich sagen, war ein super anstrengender Tag für uns heute. Wir haben einige Videos gedreht, unser eigenes Video, das mit Jean-Pierre und wir freuen uns auf das, was kommt und dass es nicht ganz so langweilig ist, haben wir vielleicht noch den ein oder anderen Einblender, so ein bisschen Fahrdynamik, Barbara, oder? Ja. Machen wir das? Okay, super. Weil sonst fühle ich mich immer so schlecht, ich bin nur am Reden, die Leute warten, wann geht's los, wann kommt hier Action, wann kommt Sound. Heute war leider nicht mehr die Zeit, aber Montag, nächstes Mal ist was dabei. Ich sage danke fürs Zuschauen und lasst uns ein Like da und bis bald. Ciao.